Das war eigentlich schon mein angestammtes Berufsziel, eines Tages mich in der Aviotik weiterzubilden und in die Richtung zu gehen. Was ich mehr Freude habe, ist halt wirklich das Repräsentative von der Maschine. Man weiss, man gehört dazu. Das ist eine von unseren Maschinen von der ERZ Ermot. Und das macht einem schon stolz, dazu zu gehören. Ich bin der Nicola Keller, komme von Steg und bin seit 5 Jahren helfe mich bei der ERZ Ermot. Nicola, du bist Hellimech. Warum ist das deine Leidenschaft? In erster Linie hat es sicher mit der Faszination zu tun. Andererseits auch mit dem Beruf, den ich gelernt habe. Ich habe Polymechaniker gelernt, bin aber als Kind immer schon angefressen von Flieger und Helikopter, alles, was sich in der Luft bewegt. Und das ist durch das, dass ich Polymech gelernt habe, gleich zum anderen gekommen. Und das ist eigentlich schon mein angestammtes Berufsziel, eines Tages mich in der Aviotik weiterzubilden und in die Richtung zu gehen. Wie wird man denn Hellimech? Ja, indem man als erstes einen technischen Beruf lernt und das nachher als Zusatzausbildung macht. Das im Prinzip Hellimech kannst du nicht direkt lernen, das ist eine Zusatzausbildung. Gehen vielleicht einmal so einen Tagesablauf von dir durch? Also ich darf einmal morgen, wenn ich komme, schaue einfach mal einen Gesamteindruck von der Maschine. Das ist das Erste, was ich mache. Ich laufe drumherum, schaue, wie sieht die Maschine von vorne aus. Dann tue ich Strom drin und dann tue ich die Winde ausfahren. Dann kontrolliere ich einfach mal die ganzen Lichter kontrollieren. Und danach, wenn das gut ist, kommt der Strom wieder weg. Und dann ich die Deckel auf, also Getriebeverschallungen, wenn es mir sind, zum Teil Motorenverschallungen. Und dafür muss ich die Winde ausfahren, weil ich sonst keinen Platz habe, für die Verschallungen auszufahren. Nachher tue ich zum Beispiel den Hauptrotorkopf, Sichtkontrolle, Spielkontrolle. Nachher gehe ich rein, das Getriebe, schaue, ob irgendwo zu viel L rauskommt, schaue, ob an einem Filter ein Pop-out raus ist. Alles so Detail halt. Und da gehst du Punkt für Punkt durch, von oben bis unten, von vorne bis hinten, bis du im Prinzip der ganze Heli abgearbeitet hast. Und nachher, wenn das fertig ist, gehst du eigentlich nochmal eine Runde um, schauen, dass jeder Deckel zu ist, dass jede Schraube wirklich, also jede Befestigungsschraube vom Deckel richtig zu ist. Da habe ich alles mit, was ich in einen Sack habe, Taschenlampe, Lumpe, und dann ist die Tageskontrolle eigentlich abgeschlossen. Ich bin natürlich ein absoluter Laie, aber wenn ich die Helikopter von der ERZ sehe, die sind immer picobello, zweck, die glänzend, dann fehlt da nichts. Das ist das Ziel, aber da sie sagen jetzt einmal, da sind wir alle von der ERZ verantwortlich, dass das so ist. Das hat damit zu tun, dass man einfach Aufwand betreibt, für das genau so ist. Sei es am Abend eine Maschine waschen oder als Mech einmal, wenn die Deckel offen sind, eine Lumpe rausnehmen, L abputzen, Flughall verschieben, putzen, die Kabine staubsaugern. Das ist einfach das Bild, das man abgibt. Und das ist, meiner Meinung nach ist das schon wichtig, dass das ein gutes Bild abgibt. Jetzt machst du dich am Heckrotor. Was machst du da? Das ist klassisch eigentlich Komponentenunterhalt. Der wird zuerst aus dem Helikopter ausgebaut und dann wird der ganze Heckrotor demontiert. Die ganzen Einzelteile werden sauber geputzt. Nachher wird das alles kontrolliert, und zwar gemäss Herstellerangaben. Wenn das alles gut ist, wird es zusammengebaut. Wenn etwas nicht gut ist, dann muss man anschauen, wie gross das der Schaden ist, respektive ob es in der Toleranz liegt oder nicht. Und je nachdem, wenn es dann nicht gut ist, dann muss man wechseln. Wenn es zusammengebaut ist, wird das wieder als Baugruppe auf den Helikopter draufgetan. Und schlussendlich gibt es einen Testflug vom Helikopter, wenn dann alles wieder zusammen ist. Und dann tun wir alles auf Funktion überprüfen. Und ausgerechnet heute tut man einen Helikopter lackieren. Warum? Da ist eine Maschine bis auf 4'500–4'600 Meter, zum Teil noch höher berufgehend, und da braucht auch verschiedene klimatische Bedingungen. Das heisst von minus 20, 25 bis zu knapp plus 35 Grad. Das ist sehr
Sagen wir mal, das ist nicht förderlich für einen Log, das ist klar. Der Log wird spröde, der bricht. Und danach geht der Log ab. Und dann sind wir wieder mit dem Punkt von vorher. Die Maschinen sollen schön aussehen, die sollen etwas darstellen. Und dann ist das nicht schön, wenn das Heck entweder schwarz ist oder kein Log mehr drauf hat. Darum muss man von Zeit zu Zeit das ganze Heck schleifen, abläugen und neu lackieren. Das ist so der ausschlaggebende Punkt. Und zwar eigentlich eine typische Walliser Farbe, rot, weiß und eben auch noch mit den Sternen. Du hast jetzt was genau gemacht? Im Vornherein natürlich geschliffen, alles abgeschliffen, die Farbe abgenommen. Und nachher tut man natürlich die Sterne, die man drauf lässt, die abdecken. Die will man ja nicht übermalen und nachher nur mal ausspritzen. Das heisst, da tut man viel abdecken, die ganze Maschine, nicht nur die Sterne, das ganz Mechanische, das Cockpit, die Scheiben sind sehr wichtig, dass man alles sauber mit Plastik und Zeitungspapier einpacken tut. Und danach tut man eigentlich das Geschliffene sauber putzen, entfetten und dann tut man eigentlich nachher lackieren. Die Farbe, wenn man die sieht, dann hat man da sofort irgendwie eine Identifikation. Aber mit der Erzhermal, aber sicher auch mit dem Wallis, macht dich das stolz, wenn jetzt du aber die Farbe siehst und die Farbe sogar selber auf die Maschine hast drauf. Das ist, ich sage jetzt einmal, der Punkt, dass jetzt ich gerade von die Maschine lackieren, das ist Part von meinem Job. Das ist schon cool, man weiß es, aber das gehört dazu, das ist gut. Was ich mehr Freude habe, ist halt wirklich das Repräsentative von der Maschine. Man weiss, man gehört dazu. Das ist eine von unseren Maschinen von der Erzhermal. Und das ist, wie du gesagt hast, das ist die Walliser, stellt die Walliser Farbe dar. Wir sind eine Oberwalliser Firma. Das macht einem schon stolz, dazu zu gehören. Jetzt sind wir hier in deinem Reich. Ist es so? Ist dein Reich? Ja, es ist mehr so, schon mein Reich. Also, das ist meine Welt. Die Garage würde ich jetzt nicht sagen, das ist so mehr für die Töpfe einzustellen, dass sie im Schaum sind. 2 Töpfe hast und du sagst gerade, das ist deine Welt, das ist der Renntöpf. Nachher hast du noch eine Strassenmaschine. Das ist dein Liebling? Das ist schon eher der Liebling, sagen wir es so, ja. Aber jetzt, wenn du den ganzen Tag schon am Schrauben und machen bist und nachher in der Freizeit auch noch mal schrauben. Ja, das gehört halt. Das ist halt für das Hobby. Und da mache ich es sehr gerne. Ja. Ich mache es ja sonst auch gerne, aber hier ist halt für das Töpffahren, für das Hobby. Und das ist nochmal etwas anderes. Aber sag mal, was ist eigentlich also die Leidenschaft von einem Töpffahren? Ja, es ist halt, sagen wir mal, ein bisschen übertrieben gesagt. Du kommst schon ein bisschen noch raus der Geschwindigkeit. Und nachher, wenn du auf einer Rennstrecke fährst, aber du kommst in einen Flow, sagt man dem, und dann geht alles wie von selbst. Und du hast die Kurve, dann hast du das Bein uns, das Knall uns, dann gehst du mit dem Knall zu Boden und mit der Geschwindigkeit. Und das ist alles so ein bisschen ein Balancieren zwischen, bis du kannst gehen, bis du so rutschst und Fliehkraft, das ist so ein bisschen das Spielen. Und umso schneller du fährst, das zieht dich fast wieder rein. Und das ist ein cooles Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Vergessest du in diesem Flow den Alltag? Ja, absolut. Also, das ist gescheiter, wenn du den Alltag vergisst, sonst bist du nämlich nicht. Du musst dich konzentrieren. Definitiv. Und mit der Strassenmaschine, gehst du Tag fahren? Ja, hier Prüf, Hotelstrasse bis auf Koppenstein, das ist meine Hausstrecke. Hier bin ich gross geworden, die Strecke kenne ich relativ gut und da fahre ich relativ gerne.